Hey Freunde, was geht? Neues Video von mir. Heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar gibt es endlich mal wieder News. Ich habe viel zu sagen. Und gleich am Anfang, damit ihr Bescheid wisst, es kam jetzt 3 Wochen kein Video. Ich mache mir ja keinen Stress mit dem Upload, sondern es kommt ein Video, wenn ich halt Lust habe. Ich habe immer so Phasen, Lust was zu machen, dann wieder keine Lust oder Lust was zu machen, aber keine Lust fürs Video drehen und so. Deswegen kommen die News, die wir jetzt machen, kommen heute, sondern die wären eigentlich schon letzte Woche gekommen, aber wie gesagt, ich hatte keine Lust. Ein Projekt habe ich aber letzte Woche fertig gedreht, das kommt nächste Woche Freitag, also da auf jeden Fall einschalten. Genau. So, wir fangen jetzt an mit der Liste. Ich habe mich jetzt mal hingehockt, denn als erstes müssen wir mal reden. Und zwar möchte ich Danke sagen für fast 500 Abonnenten. Genau, danke für fast 500 Abonnenten mittlerweile. Es ist richtig cool. Wir haben, kann man so sagen, 50% vom großen Meilenstein geschafft. Die 1000 Abonnenten, die möchte ich auf jeden Fall noch erreichen. Die Hälfte haben wir jetzt fast geschafft. Genau, deswegen möchte ich jeden Einzelnen danken, der da unten auf diesen roten Abonnieren-Button geklickt hat. Auch an jeden Einzelnen, der die Videos schaut, der die Videos liked, der die Videos kommentiert mit dass es ihm gefallen hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Auch danke an die ganzen Kommentare in den letzten paar Videos, wo ich euch immer um Hilfe gebeten habe, ob ihr Tipps habt und so. Da kam richtig viel Feedback und hat mir sehr geholfen, wie zum Beispiel beim Ölen von den Schneidbrettern oder mit dem Kopfhörerhalter, mit dem Loch. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich das alles baue, mache und so weiter. Also danke. Und dann möchte ich mich noch kurz bei 2 weiteren Personen bedanken, und zwar einmal bei einem Bekannten von uns, der mir dieses coole Tool hier zugeschickt hat. So sieht es aus. Also richtig, richtig cooles Tool. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich jetzt hier schon mal mein Holz eingespannt. Und das Ding ist so eine, ich glaube man nennt das Dübelhilfe, Dübellehre. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat das Ganze hier ein Loch drinnen, wo ein Bohrer durchpasst. Der passt genau durch, das heißt, du bohrst dann auch senkrecht. Das Ganze kann man rausdrehen. Und da gibt es verschiedene Aufsätze mit verschiedenen Durchmessern. 6 und 10 mm gibt es nochmal. Das ist einer mit 8. Das drehen wir hier in die Mitte rein. Und dann gibt es hier auf der Seite solche Schrauben und da ist so eine, ja, wie so ein es ist ein Kugellager, ist da drinnen. Das kann man in 3 verschiedene Varianten einstellen von der Breite. Und das ist jetzt einfach dazu da. Ich lege das hier drauf. Und jetzt kann ich das einfach so drehen, bis dieses Kugellager am Holz anliegt. Kann es auch wunderbar durch dieses Kugellager hin und her schieben. Also das Arbeiten ist ziemlich cool damit, weil es einfach schnell geht. Und jetzt ist dieses Loch, also da wo der Bohrer dann später reinkommt, immer mittig von der Brettdicke. Also immer in der Mitte, da wo halt die Dübel dann rein sollen. So muss man dann nichts anzeichnen, nichts anbohren und so. Und durch diese Kugellager lässt sich das auch schön verschieben. Das heißt, man kann ganz schnell arbeiten. Das probieren wir jetzt mal aus. Also wir nehmen das Ding, legen das hier drauf, drücken es dran. So. Und bohren von oben mal rein. Jetzt können wir das einfach verschieben und hier nochmal. So. Und ihr seht, wir haben jetzt hier 2 8 mm Löcher drin. Für die Dübel dann haben wir ganz schnell gebohrt, einfach drauf. Natürlich würde ich jetzt hier den Punkt dann anzeichnen, wo ich bohre. Wenn ich das halt gerade haben muss und so bei einem Brett. Dann würde ich das drauflegen, von oben gucken, wo ist mein angezeichneter Punkt. Und dann würde ich bohren, aber ich muss mich halt nicht mehr darum kümmern, ob ich mittig bin, weil das regelt das Ding halt von selber. So, dann kommen wir noch kurz zu der anderen Person, und zwar ist es mein bester Freund, der mir hier 2 coole Sachen gegeben hat. Das Ganze wusste ich, das habe ich gezeichnet am Computer und er hat nämlich einen 3D-Drucker, ich nicht. Und ich wollte es gerne aus dem 3D-Drucker dann haben. Er hat es mir mal gedruckt. Das ist der erste Prototyp. Deswegen sieht er auch noch nicht so gut aus.
weil wir das erst ausprobieren. Ich habe nämlich festgestellt, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen ändern. Wer jetzt auch wieder nicht weiß, was das ist, und zwar ist es ein Eckradius, Abrund, Dingsterbums. Auf jeden Fall hat man hier eine Platte. Hier ist ein Radius dran und hier ist ein Radius dran. Ich habe mir hier reindrucken lassen, welcher Radius wo ist, damit ich auch weiß. Das ist jetzt ein Radius von 20 mm. Hier haben wir einen Radius von 15 mm. Und hier haben wir so Anschlagdinger. Deswegen erster Prototyp, weil die sind nämlich noch viel zu klein, weil es wackelt noch, das werdet ihr gleich sehen. Wir wollen jetzt den R20 mm, also den Radius von 20 mm haben. muss die Zahl nach oben gucken. Nehmen wir unser Holz und jetzt ich schaue mal, dass ihr es irgendwie seht. So solltet ihr es sehen. Und jetzt nehme ich dieses Ding und schiebe es hier oben drauf. Von hinten sieht es dann so aus. Das Holz kommt dann hier hin und deswegen sind die Anschläge da, dass man das dann hier rechtwinklig hat. Die müssen aber noch länger und auch noch höher, also höher sein, weil das kippelt hier noch sau viel. So, und jetzt hat man nämlich hier oben, wenn man das dann so macht, das Loch ist nur zum Halten da, hat man dann hier einen Radius von 20 mm. Das kann man dann einmal mit dem Bleistift nachziehen oder man geht hin mit einem Bündigfräse an der Oberfräse. Das macht man jetzt dann am Frästisch, legt das Ganze dann so auf den Frästisch und fährt hier mit dem Bündigfräser lang, weil das Kugellager fährt hier lang und dann hat man hier einen schönen Radius. Also das Ding ist ziemlich praktisch, wenn man es hat. Gibt es natürlich auch zum Kaufen, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Ich wollte es aber aus dem 3D-Drucker haben. Erstens ist es deutlich billiger und zweitens einfach cool, sowas aus dem 3D-Drucker zu haben. Genau. Da bin ich jetzt dabei, da noch ein bisschen abzuändern, das besser zu zeichnen. Dann schauen wir mal, dass wir das besser gedruckt bekommen und so. Weil wir viel Stützmaterial brauchen. Da müssen wir noch schauen, wie wir das verringern. Genau. Aber das wird cool. So, dann kommen wir noch zum nächsten. Das habt ihr hier jetzt schon gesehen. Und zwar hat er mir was gebaut. Da hatte ich schon eine Ahnung davon, weil ich ihm das Logo schicken musste und wir da schon mal drüber gesprochen haben. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es mir gleich so gibt. Also so richtig cool. Und zwar ist das nennt man das ein LED-Schild mit meinem Logo drinnen. Das ist Plexiglas und hier hat er mein Logo reingefräst. Ich bin einfach fasziniert davon, das ist richtig cool. Er hat das Ganze, jetzt passt auf, er hat auch keine CNC. Also er hat nur einen 3D-Drucker. Jetzt hat er aber seinen 3D-Drucker ein bisschen umgebaut, die Düse vorne ab und dann hat er da sich so einen kleinen Motor reingebaut, wo er einen Fräser drin hatte und dann hat er auf seinem 3D-Drucker das Ganze dann gefräst. Das hat 4 Stunden gedauert, weil der Fräsmotor so langsam war. Der konnte nicht so schnell drehen, deswegen vom Vorschub, also die Geschwindigkeit, musste er dann ziemlich langsam einstellen, deswegen hat es 4 Stunden gedauert. Also für den Anfang ist das richtig gute Qualität. Genau, hier hat er noch schönes Holz gebaut mit einem Schlitz. Hier ist ein LED-Streifen drin. Unten professionell natürlich hier mit Heißkleber. Das macht man einfach so, das ist so professionell. Professioneller geht's nicht. Genau, dann kommt es hier rein. So, und jetzt haben wir hier ein Kabel. Jetzt passt auf. Steckt mal das an. So, was sagt ihr dazu? Ist mega, oder? Das LED-Band, das scheint durch dieses Plexiglas durch, ja. Beleuchtet das schön. Also ich finde es einfach nur geil. Ich mache mal Licht aus, dann seht ihr es vielleicht besser. So, ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen, aber ihr werdet das wunderschöne Logo sehen in Blau. Machen wir mal eine Nahaufnahme. Geil, oder? Also vielen, vielen Dank dafür, dass du mir das gegeben hast. Ey, es ist so cool, so ein eigenes Schild zu haben. Da kommen auf jeden Fall, das ist ja nicht nur das erste Schild, wir wollen es ja dann besser haben mit der besten Qualität, die überhaupt gibt. Dann machen wir hier einen coolen Halter draus und so. Da kommen richtig coole Sachen. Genau. Passt. So, jetzt sind die Danksagungen mal durch und jetzt machen wir weiter auf der Liste. Und zwar steht jetzt hier Projekte und da werde ich euch jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ja, Thema Projekte. Also, ich war in den 3 Wochen natürlich nicht unaktiv, sondern ich habe schon ein bisschen was gebaut. Einmal bin ich ganz stolz auf diese Push-Blöcke.
Die sind mir sowas von gut gelungen, also ich bin begeistert von denen. Ihr werdet es dann auch nächste Woche im Video am Freitag dann sehen, wie man die benutzt oder wie ich die benutzt habe, warum ich die gebaut habe. Genau, die wollte ich schon länger bauen. Ich habe es aber jetzt für das Projekt gebraucht, deswegen habe ich es halt gebaut. Ja, ich sag nichts mehr dazu. Auf Instagram übrigens, wenn ihr mir da noch nicht folgt, tut's das auf jeden Fall mal, weil da kommen auch diese ganzen Projekte, die ihr hier auf YouTube seht, als Fotoformat, kann man so sagen, als Fotoformat, werdet ihr das Ganze dann da nochmal sehen. Außerdem seht ihr da die Projekte, also einen Zwischenstand von den Projekten, so einzelne Schritte, die man vielleicht nicht im Video sieht oder wie sowas. Über das habe ich jetzt kein Video gemacht, das seht ihr dann auf Instagram, wie gesagt. Generell seht ihr, dass auf Instagram immer ein paar Tage oder sogar ein paar Wochen, eine Woche, 2 Wochen vor YouTube, Video produzieren dauert ein bisschen länger als so ein Post zu erstellen. Genau, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, Link auch in der Videobeschreibung. Das nächste, was ich gemacht habe, ist hier mal ein paar Schneidebretter. Kennt man ja so, ich habe ein Schneidbrett gemacht, das Video habe ich euch hier oben nochmal verlinkt. Das war ja für einen Bekannten von uns. Ja, und da wollten halt dann ein paar mehr was. Diese 2 Schneidbretter sind aber für uns, die kleinen, damit wir auch mal was haben. Und diese 2 von den großen gehen auch an eine Bekanntin von uns. Genau. Und das da ist ein besonderes. Denn es hat wieder was mit Instagram zu tun. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da könnte nämlich, wenn es mal fertig ist, ich habe es immer noch nicht geschliffen und so, da kommt was. Also ich würde vorbeischauen. Genau, geschliffen ist nämlich noch nichts. Die müssen nämlich demnächst jetzt auch mal fertig, weil ich möchte die jetzt endlich mal abgeben. Allerdings würde ich gerne noch was machen. Da fehlt mir aber was und das kann noch ein bisschen dauern, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Deswegen noch ein bisschen Geduld haben. Und das sind jetzt so Projekte, die laufen alle gerade gleichzeitig so ein bisschen. Wenn ich halt keine Videos mache, dann läuft das halt alles gleichzeitig. Genau, bei mir fangen jetzt nämlich die Ferien an, 2 Wochen Ferien, da heißt es wieder durcharbeiten, denn ich habe noch weitere Projekte und zwar 3 Stück, die ich auf jeden Fall am besten wäre, wenn ich es in den Ferien schaffe. Und zwar ist es einmal eine Saatgutkiste, die hat sich halt die Mama von meinem Freund gewünscht, dass baue ich für die noch eine. Und dann gibt es noch 2 besondere Kisten. Darüber kommt über beides ein Video. Es sind zwar beides Kisten, aber halt vom Typ her andere Kisten und vom Design auch. Genau, auch wieder an Bekannte, man kennt's. Genau, das mache ich jetzt auch noch. Also auf Instagram vorbeischauen, ne? Gut, dann haben wir es jetzt auch schon wieder geschafft, eigentlich. 2 Punkte habe ich jetzt hier noch. Ich spreche jetzt gleich noch an. Bin mal gespannt, wie lang das Video wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht so lang, obwohl das viele Punkte waren. Naja, egal. Ja, genau. Also, immer dieses ganze Zeit sagen. Mein Gott. Dem einen oder anderen ist ja bestimmt schon aufgefallen, dass mein Standardwerkzeug in der Videobeschreibung mittlerweile verlinkt ist. So wie wenn ich jetzt ein besonderes Werkzeug verwende, was ich nicht, wo ich explizit darauf hinweise, dann sage ich auch immer, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, ist ja ganz oben dann immer in der Videobeschreibung. Das habe ich jetzt halt gemacht, denn das Ganze sind Amazon-Links und das hat 2 Vorteile. Ein Vorteil, ihr könnt die Sachen halt einfach dann kaufen, ihr wisst dann, was ich benutze und so, wenn ihr das dann auch für dieses Projekt braucht. Zum anderen sind das Amazon Affiliate Links. Wer jetzt nicht weiß, was Amazon Affiliate Links ist, ich erkläre es euch kurz. Das ist ein Link, der generiert wird und wenn über diesen Link ihr dann, also der Käufer, also ihr, darüber einkauft, bekomme ich als der den Link erstellt hat, eine kleine Provision. Einfach nur dafür, dass ihr über diesen Link auf Amazon gekommen seid und dann gekauft habt. Das heißt, ich werbe für Amazon. So, das hat jetzt den Vorteil für mich, ihr könnt jetzt auf so einen Link dann gehen, darüber was kaufen, ich bekomme eine kleine Provision und so könnt ihr mich jetzt schon mal ein bisschen finanziell unterstützen, damit hier weitere Projekte kommen können. Aber denkt dran,
Ihr zahlt dafür nichts. Das heißt, ihr könnt mich finanziell unterstützen, ohne euer eigenes Geld auszugeben. Denn wenn ihr über so einen Link kauft, wird der Preis von dem Produkt nicht billiger und auch nicht teuer. Das heißt, ihr habt keine Ausgaben. Das heißt, ihr könnt es gerne tun. Danke. Und jetzt noch zum letzten Punkt. Und zwar habe ich ja mal gesagt, das war jetzt schon vor ein paar Monaten, ich mache eine Werkstattschau. Ja gut, die ist nie gekommen. Warum ist die nie gekommen? Weil ich für mich einfach so überlegt habe oder ich empfinde für mich, das ist nicht das, was ich möchte. Und zwar möchte eine Werkstattschau irgendwann mal machen, aber noch nicht jetzt. Denn ich habe ein ziemliches Problem, etwas zu machen, wo ich sage, das ist noch gar nicht fertig. Warum soll ich da was drüber im Video machen oder so? Oder generell was anfangen. Bei mir ist jetzt, manche könnten jetzt sagen, ja, deine Werkstatt ist schon fertig, da kann man nichts mehr machen. Nee. Das stimmt nicht. Es kommen noch viele, viele Sachen und wenn es dann soweit ist, dass ich sage, die Werkstatt ist fertig, dann kommt die Werkstattschau. Und jetzt keine Angst, nein, das dauert keine Jahre mehr, nur noch ein paar Monate vielleicht, weil, wie ihr seht, die Tischbaumaschine, die hat immer noch keinen Unterschrank. Das möchte ich machen, dann möchte ich unbedingt diesen Bohrerschrank bauen, den ich ja mal angefangen habe, aber da wurde das Video einfach nur kacke und der Bohrerschrank dann auch und dann hatte ich gesagt, kein Bock mehr. Wenn das dann ist und dann noch so ein bisschen Feinheiten hier, noch mehr French Gliedhalter und so, damit ich auch was zeigen kann in der Werkstattschau, dann kommt sie, weil wenn ich da nur rumgehe, ja, hier, da hängt noch die Hälfte gar nicht und ja, da müsste noch ein Unterschrank hin und ja, hier ist unordentlich, weil ich keinen Platz habe, dann macht das Video auch keinen Spaß. Deswegen einfach noch ein bisschen Geduld. Aber ihr seht ja auch so die Werkstatt. Ich werde die Werkstatt in der Werkstattschau das einfach nur explizit hier alles erklären. Das war jetzt gerade wieder viel Gerede, mein Hals ist schon wieder trocken. Ich glaube, ich sollte mir echt mal angewöhnen, nicht so viel zu reden und nicht so viel zu sagen. Aber ich übe noch dran, okay? Also danke, dass ihr wieder da eingeschaltet habt, dass ihr das Video geguckt habt, dass ihr wieder einen Daumen nach oben gegeben habt, dass ihr vielleicht auch abonniert habt und dass ihr vielleicht auch auf Instagram vorbeigeschaut habt. Danke schon mal. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Also nächste Woche Freitag um 18 Uhr einschalten, da kommt das super Video. Und bis dahin sage ich dann, ciao, euer Tim Bastler.